Das war der Geruch von Motorenöl, von hochverdichtetem Benzin, von Fingern, die wochenlang nach Getriebeöl gestunken haben, weil ich einmal mit einem 13er Schlüssel an dem Getriebe irgendwas anziehen durfte als 8-Jähriger. Es war meine Bestimmung, dass ich halt bei diesem Rallye-Sport gelandet bin, mit allem, was dazugehört. ...2005 waren wir, also meine Freundin und ich, in einem Pressetrupp von McKlein, von Reinhard Klein aus Köln, die Tanja als Fotografin. Und ich war, ja, ich sag das mal vorsichtig, unnützer Ballast. Ja, so will ich das. Also jedenfalls, die Rallye ging 10.000 Kilometer durch Kenia über 10 Tage und hatte jeden Abend einen Nightstop in einer tollen Lot, in dem Fall Nairobi, zum Panari Hotel. Wir kamen dort an, die Autos wurden, nachdem sie halt angekommen sind, ZK-Stempel im Hof runterneuert. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt an die Bar und trinke ein Bier. So. Und da kam ich an dieser Bar und komme mit einem Inder ins Gespräch. Der fragte mich, woher ich denn sei, weil das war ja eine internationale Truppe bei der Rallye und ich habe dem dann geantwortet, ich bin aus Deutschland. Und bei dem Thema Deutschland fing er an, dass sein Freund ein Car from Germany hätte. Und ich habe dann auch natürlich nachgefragt und er meinte dann, es wäre ein Opel Ascona 400. Und das war die Initialzündung. Und der Barkeeper, ich sag, hol mir alles, was du hast. Um 4 Uhr morgens drückte der mir eine Adresse in die Hand. Zwei Jahre später, 2007 waren wir aus gleichem Grund wieder dort. Und nachdem die Rallye zu Ende war, waren wir in Mombasa. Und ich sagte zu dem Reinhard Klein, was denn jetzt mit dieser Adresse wäre, was wir denn jetzt machen sollten. Und daraufhin sagte er, ja, dann fliegen wir doch mal dahin. Und in Kenia, was keiner weiß, kann man Tickets im Supermarkt kaufen, was ich dann auch gemacht habe. Und somit sind wir dann einen Tag später nach Nairobi geflogen, mit dem Taxi auf halsbrecherische Art und Weise in einen Nebenbezirk von Nairobi gefahren und haben dort dann bei diesen Indern geklopft. So, und bei dem wurden wir dann zum Tee eingeladen und dann habe ich den dann irgendwann nach einer Stunde gefragt, ob wir denn mal die Autos sehen könnten. Also in dem Fall wussten wir, okay, die haben 2 Autos, es war nicht nur eins. Und dann war es so, dass das eine ein fahrbares Auto war, ein wirkliches Werksauto, ein Opel Ascona 400, und das andere war halt nun mal der Diamant. Es gab die Papiere, es gab das Typenschild und es gab die RA-Nummern, die immer wichtig sind für die Historie, also um rauszufinden, was habe ich denn hier überhaupt. So, das heißt, das war komplett. Lustig war natürlich, dass natürlich nichts auf seinem Platz war. Also das Grundstück von Chagas war schon, ich sag jetzt mal eine Zahl, 2000, 3000 Quadratmeter groß, sodass natürlich im Laufe der Jahre sich die Teile auch auf dem Grundstück verteilt hatten. Hieß beispielsweise, es gibt dieses Cockpit mit diesem Opel Sport Drehzahlmesser. Ja, also dieses Bauteil. So, und das ist ein Bauteil, das kannst du raus, das fehlte. Ja. Und ich irgendwann zu dem Baldev, ich sag, Baldev, where's the cockpit? Ja. Und dann hatten die Bedienstete, ja, dann klatschte der zweimal in die Hände und dann sind die übers Grundstück all gerannt, die Mitarbeiter. Somit konnten wir alle Teile natürlich zusammensuchen auf dem Grundstück, sodass wir sagen, das ist komplett.
Der Rest ergibt sich in Deutschland. Und bis dann wirklich ohne Wenn und Aber klar war, dass das im Grunde das Weltmeisterauto ist, auf dem der Royal Geistdörfer bei der Ivory Coast 82 gegen die Mouton, was ja auch ein Politikum war, die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Es war natürlich immer schwierig zu entscheiden, okay, what can we do? Schmeißen wir es weg? Oder sezieren wir es? Bauen wir es in ein neues Blech ein? Oder zum Beispiel das Lenkrad. Also das Lenkrad, das habe ich zerlegt, habe das nur mit Adult Schuhcreme sauber gemacht und genauso wieder mit allen Macken zusammengesetzt. Die Seitenverkleidung von den Türen, die sind jetzt noch, da siehst du jetzt noch die rote Erde Kenias. Und das wird nie sauber gemacht, das ist einfach so wieder reingebaut worden. Und wenn es mit einer Spax in die Tür gedreht worden ist, weil es war so drin. Also wir haben es ja auch so ausgebaut. Ein Beispiel mit der Karosse, mit dem Blech. Diese Matter-Karosse ist so ein spezielles Ding. Nach außen hin ist das ein Ascona. Das ist ein Prototyp. Das hat mit einem Opel Ascona nichts mehr zu tun. Jetzt hatten wir aber Teile, die waren wirklich zerstört. Also die waren zerstört. Aber was nicht zerstört war die Matter-Verstärkung. Und somit haben wir die Matter-Verstärkung rausseziert, tagelang, für ein Blech. Um dann das neue Blech wieder genau mit dieser Matter-Verstärkung zu versehen. Und ich habe es sogar so weit getrieben, dass ich die Schweißnähte vorher abgemessen habe und die jetzt genauso wieder sitzen. Das prüft ja eh keiner, aber es war der Anspruch. Ja, und somit ist natürlich auch alles, was irgendwie wieder verwendbar war, wieder in das Auto geflossen. Wenn man schon so ein Auto in so einem schlechten Zustand hat, dann sollte man einfach auch das Herz haben, so viel zu retten, was da zu retten ist. Mein Name ist Ralf Antweiler und ich fahre RA40.